Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Das ist auch das erste Video und wenn du hier bist, dann möchtest du wahrscheinlich etwas über Bonsai lernen. Dieser Kanal soll auch dazu dienen, ein paar Bonsai Basics zu vermitteln und später auch ein paar Bäume oder Gestaltungsmöglichkeiten zu besprechen. Wenn ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, dann lasst doch bitte einen Daumen hoch und ein Abo da und dann machen wir jetzt los mit dem Video. In diesem Video soll es darum gehen, was man für Voraussetzungen braucht, bevor man mit Bonsai überhaupt startet. Das heißt, bevor man sich den ersten Baum oder das erste Werkzeug kauft. Ganz wichtig hier ist ein gewisses Mindset, also die richtigen Vorstellungen, wie das ganze Hobby funktioniert, was es dafür braucht, damit man nicht mit falschen Erwartungen daran geht und dann scheitert. Auch wenn es jetzt irgendwie sehr offensichtlich klingt, muss man sich zuerst bewusst machen, dass man bei Bonsai mit Lebewesen arbeitet. Jeder Baum, jede Pflanze lebt und entsprechend haben sie, wie wir Menschen auch oder wie andere Tiere, gewisse Bedürfnisse und brauchen gewisse Zuwendung, um leben zu können. Und genau darauf muss man eingehen. Man sieht ja oft im Film und Fernsehen, wie Bäume oder Bonsai gerne als Deko-Elemente benutzt werden. Und das ist etwas, das kann man bei Bonsai einfach nicht machen. Die Bäume werden dann für gewisse Szenen für ein paar Minuten oder einige Stunden an einen entsprechenden Platz gestellt. Der ist aber für die Bäume selber total ungeeignet und meistens auch viel zu dunkel. Man muss gleich am Anfang sagen, Bonsai, also Bäume und Sträucher, die ja oft für Bonsai benutzt werden, die gehören nicht in eine Wohnung. Man kann sie zeitweise vielleicht im Winter im Keller überwintern, aber für das normale Wachstum brauchen die Bäume und Gehölze im Allgemeinen, die müssen draußen stehen und müssen sämtliche Naturgegebenheiten wie Wind und Sonne abbekommen und mitmachen, um gesund zu bleiben. Der große Punkt hierbei ist also, es geht nicht darum, was du möchtest, sondern es geht darum, was braucht der Baum und was kannst du tun, damit es dem Baum gut geht. Denn am Ende, wenn es dem Baum nicht gut geht, kannst du den Baum auch nicht gestalten und dann wird auch nie ein Bonsai daraus. Dinge, die man also sich überlegen muss, bevor man sich einen Baum anschafft, ist zum einen, habe ich die Möglichkeit, dass der Baum in einer Umgebung wachsen kann, die er gut findet. Das heißt, habe ich irgendwie einen Balkon oder einen Garten, wo ich den Baum aufstellen kann. Der nächste Punkt ist die Bewässerung. Gerade im Sommer muss man die Bäume teilweise auch 3-4 Mal gießen, je nachdem, wo man wohnt und was man für ein Substrat benutzt. Da ist es wichtig, hat man die Möglichkeit zu gießen? Kann jemand für einen gießen? Auch im Urlaub ist man bereit, sich eine Bewässerungsanlage anzuschaffen. Das sind noch so Punkte, die wirklich elementar sind. Ein weiterer Punkt ist die Düngung. Die Bäume und Pflanzen, die brauchen bestimmte Nährstoffe und durch den geringen Wurzelraum in der Schale haben sie halt nur begrenzt die Möglichkeit, sich Nährstoffe zu besorgen, beziehungsweise sind dann auch einfach aufgebraucht und sie brauchen neue. Das heißt, du musst dich dann einfach mit Düngung beschäftigen. Was braucht der Baum? Woran erkenne ich einen Mangel? Wann muss ich wieder düngen? Wann muss ich eventuell ein Mittel gegen Schädlinge ausbringen? Also Düngen und Pflanzenschutz sind mit die elementaren Sachen, die man dann sich aneignen muss. Also neben den elementaren Sachen Wasser, Dünger und Pflanzenschutz gibt es dann noch den Punkt, was braucht mein Baum für ein Substrat, was für Erde. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Unterschiede, je nachdem, was für einen Baum du hast, ob der Baum ursprünglich eher in sauren Böden steht oder in basigen Böden oder in eher luftigen Böden. Das sind alles Faktoren, die man mit berücksichtigen muss und dann gibt es je nachdem verschiedene Substratmischungen. Teilweise hat auch jeder eine andere Mischung. Das sind dann alles Erfahrungswerte, die über die Zeit kommen.
Aber das sind auch Sachen, die muss man rausfinden. Und sowas macht zumindest mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das alles dient halt dazu, dass man den Baum gesund erhält. Denn nur einen gesunden Baum, den kann man richtig bearbeiten, den kann man richtig gestalten. Und dann kommt man dem Ziel auch näher, dass der Baum aussieht wie ein großer alter Baum. Nur in Miniaturformat. Wenn dir das Video gefallen hat, lass bitte einen Daumen oben da und abonniert den Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder bei dem nächsten Video.